4 Tage bin ich nun schon in Lescun und warte auf die Schuhe, die Uta Samstagmittag auf die Post gegeben hat. In der Gewissheit, dass Pyrenäen auch Hochgebirge bedeutet, war ich mit meinen Trekkingstiefeln in Hendaye losgelaufen. Leider hatte ich dabei nicht bedacht, dass das Baskenland noch nicht so besonders hoch ist und die Route häufig über Schotterwege oder auch Asphalt verläuft. Und dafür waren die Schuhe einfach zu hart, zu ungedämpft, zu hoch, zu steif und zu warm. Durch die Wartezeit habe ich aber immerhin auch die Achillessehnenreizung wieder einigermaßen in den Griff gekriegt. Dienstagnachmittag um 4 jedenfalls kommt das Paket mit meinen Trailrunnern im Pic d'Arny meiner Unterkunft an. 10 Minuten später bin ich wieder unterwegs. Tut das gut, endlich wieder zu laufen. Da diese Pause meinen Zeitplan etwas durcheinander geworfen hat, kürze ich ein Stück der Route über den GR10 ab. 4 Stunden laufe ich heute noch, davon 2 im Regen, bis ich an den Cabane du Dapet de Bar einen schönen Zeltspot finde, den ich mir mit Max, einem Franzosen, der auf dem GR10 unterwegs ist, teile. Aber wie geht's überhaupt weiter? Am Refuge des Joux betrete ich den Pyrenäen-Nationalpark. Die Pässe werden höher und auch die Bergseen werden häufiger. Mit der Grand Fache besteige ich den ersten 3000er dieser Tour, bevor hinter dem Refuge Beyssonance der lange Abstieg durch das Valais d'Ossau nach Gavagny erfolgt. Am Morgen steige ich hinunter ins Valais d'Aspe. Neben dem Weg hockt ein junger Gänsegeier, der meine Annäherung einfach ignoriert. Vermutlich ist er krank oder verletzt. Hoffentlich erholt er sich wieder. Ich steige dann über den Chemin de la Mature, einen in den Fels geschlagenen Weg durch die Grange d'Enfer und das sich anschließende Tal, stundenlang zum Col des Joux hoch, wo sich der Blick auf den Pic du Midi d'Ossau öffnet. Zumindest, wenn der sich nicht in den Wolken versteckt. Ich übernachte im Refuge des Joux am Rand des Pyrenäen-Nationalparks. Morgens spiegelt sich der Pic du Midi d'Ossau im See vor der Hütte in unglaublichen Blautönen. Aber dann versinkt alles im Nebel. Und noch etwas später im Regen. Ins Refuge de Pomby, wo ich mich bei einem Kaffee aufwärmen will, komme ich nicht hinein. Eine Schulklasse hat die ganze Hütte besetzt, geschlossene Gesellschaft. Also friere ich erstmal weiter vor mich hin, bis ich mein Nachtquartier in der kleinen, unbewirtschafteten, aber sauberen Cabane d'Arregatiu aufschlage, wo ich mich sogar bei einem Feuer wieder aufwärmen kann. Der neue Morgen bringt endlich wieder Sonne. Nächstes Etappenziel, Refuge d'Arremoulite. Auf dem Weg dorthin treffe ich auf Lisa und Sören, die in derselben Richtung unterwegs sind. Wir gehen gemeinsam durch die Passage d'Ortec, die sich schwindelerregend und drahtseilversichert durch die Nordflanke des Pic du Lac d'Arry zieht. An der Hütte legen wir eine lange Mittagspause in der Sonne ein. Bis zum Col d'Arremoulite ist es nicht weit. Danach gibt es einen unangenehm steilen Abstieg, bevor es an einigen Seen, durch kleine Schluchten und schließlich über einen schönen grünen Weg weitergeht. Unterwegs sehe ich immer wieder Murmeltiere, bevor ich endlich das Refugio Respomuso oberhalb des gleichnamigen Stausees erreiche. Weil für morgen nur Regen angekündigt ist, bleibt das Zelt im Rucksack und ich in der Hütte.
nächste Tag ist echt zum Vergessen. Wir bleiben auf der Hütte und machen das Beste draus. Spanisches Hüttenfrühstück. Nicht besonders nahrhaft, dafür viel Müll. Immerhin sieht das Wetter heute wieder besser aus. Die Wolken sind zurückgegangen, aber es ist kalt. Auf dem Weg zum Refuge Vallon habe ich einen Abstecher auf die Grande Fache eingeplant. Da will ich rauf. Mal sehen, ob die Wolken bis dahin weg sind. Der Weg zum Col de la Fache führt reizvoll zunächst an mehreren Seen vorbei, dann mit nur wenigen Trittsteinen über einige Flüsse hinweg und schließlich durch eine Schlucht zum Col hoch, wo mich Lisa und Sören einholen. Gemeinsam steigen wir mit kleinem Gepäck, der Rucksack bleibt oberhalb des Cols liegen, den Nordgrat empor. Teils schuttig, teils felsig ist der Anstieg und, wo die Sonne noch nicht hinkommt, vereist. Lisa ist das irgendwann doch zu heikel und so steigen Sören und ich allein auf die Hütte. Wir stehen in 3005 Metern Höhe, die meisten Wolken liegen unter uns. Traumhaft. Der Abstieg zum Refuge Vallon, das derzeit eine riesen Baustelle ist unspektakulär. Dafür gibt es ein weites Zeltgelände, ein Bad im Fluss und einen insgesamt entspannten Nachmittag. Nachts beginnt es wieder zu regnen. Das sorgt nicht gerade für Vorfreude auf den heutigen Tag. Außerdem habe ich meine Universalseife auf der letzten Hütte liegen lassen, sodass ich gestern Abend nicht richtig spülen konnte. Heute Morgen schmeckt mein Earl Grey nach Asianudeln mit Hühnchengeschmack. Ganz apart. Nächstes Etappenziel über den Col d'Aratil und zum Refuge Oulette de Gouroup unter der Nordwand der Vignemale. Fast durchgängig im Regen. Auf der Hütte legen wir eine Mittagspause ein. Es gibt eine Speisekarte und wir können alles bestellen, was draufsteht, solange es Spaghetti Bolognese ist. Auch der Kaffee ist echt, der Kaffeesatz schwimmt noch drin. Und überhaupt machen die zwei, die die Hütte führen, auch keinen übermäßig motivierten Eindruck. Wir verlassen die wenig gastliche Hütte und laufen noch 2,5 Stunden weiter zum Refuge de Beyssellons. Der Weg müsste einen tollen Blick auf die Vignemale bieten, aber die hält sich leider versteckt. Dafür begleiten Murmeltierpfiffe unseren Weg zur Enquête d'Ossau, dem 2734 Meter hohen Pass, hinter dem die Hütte liegt. Der Morgen an der höchstgelegenen Pyrenäenhütte auf 2650 Metern Höhe ist kalt. Es hat angeschneit und die Berge liegen in den Wolken. Ich bin nicht traurig darüber, heute nicht im Zelt übernachtet zu haben. Handschuhe und Kapuze gehören heute Morgen jedenfalls zur Standardausstattung. An den Grottes de Bellevue und einigen Wasserfällen vorbei gelange ich auf die Oulette d'Ossau, eine Hochebene, die mitsamt dem aktuellen Wolkenarrangement auch der Isle of Skye entnommen sein könnte.
Danach versinkt der Abstieg in nassen Wiesen, Wolken und Regen. Auch Gavagny begrüßt mich unfreundlich nass und erstaunlich unbelebt. Die Saison scheint nahezu vorbei zu sein. Als einen Tag später die Wolken aufreißen, ist oben alles weiß. Ich habe mich entschlossen, die Tour hier zu beenden. Nach dem anfänglichen Schlamassel mit meiner Achillessehne hat mich in den letzten Tagen das Wetter ein wenig zermürbt. Ich laufe nun mal nicht gern durch die Berge, wenn ich außer Wolken nicht viel sehen kann. Pic d'Orhy und Grand Fache waren ein Erlebnis, die Vignemale eine Enttäuschung. Sagte ich würde die Tour hier beenden? Nun, zumindest für dieses Jahr. Aber 2022 werden die Pyrenäen immer noch da sein. Mal sehen.